Was geht ab, Agents? Ich bin's wieder, euer Goken. Willkommen in einem weiteren Division 2 Video. Es handelt sich diesmal um einen ultimativen Supporter-Tank, mit dem ihr euch sogar wehren könnt. Wenn ihr euer Team an vorderster Front unterstützen wollt, kann ich euch diesen Build wärmstens empfehlen. Gerade für Close Combat ist dieser Tank-Supporter bestens geeignet. Kommt einfach mal mit und ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Für diesen Supporter-Tank nutzen wir die Feuerwand-Spezialisierung. Zuallererst solltet ihr darauf achten, dass der Schrotflintenschaden voll ausgeskillt ist, da die Scorpio die exotische Schrotflinte unsere Hauptwaffe ist in diesem Bild. Verbündete fügen Gegnern plus 10% mehr Schaden zu, wenn der Gegner sich in einem Radius von 10 Metern von uns entfernt befindet. Bei Rüstungsbruch wird Gegnern im Umkreis von 5 Metern Brand zugefügt. Das heißt so viel wie wenn eure Rüstung weggeschossen ist, werden alle Gegner in einem Radius von 5 Metern um euch herum in Brand gesteckt. Das gibt euch nochmal etwas Zeit, euch in Sicherheit zu bringen und vielleicht sogar ein Reparaturkit zu nutzen. Apropos Reparaturkit. Unser Reparaturkit stellt 10 Sekunden lang 200% Rüstung und 200% Gesundheit wieder her. Zudem bekommen wir 30% Lebensenergie durch Kills. Aber das allerbeste an der Feuerwand-Spezialisierung ist das Stürmerschild. Das Stürmerschild erhöht den vom Nutzer und seinen Verbündeten hinter dem Schild stehenden zugefügten Schaden abhängig von der Anzahl der Feinde vor dem Schild. Der Basisschadensbonus des Stürmerschilds beträgt 5%. Wir können sie um weitere 5% erhöhen, wenn wir dem Schild einen speziellen Mod hinzufügen. Ebenfalls steigt dieser Schadensbonus abhängig vom Fertigkeitenrang unseres Schildes. In meinem Fall sind das 12%. Mein Schild ist Fertigkeitenrang 5. Das heißt so viel wie, wir nutzen unser Schild und vor uns auf dem Boden erscheint ein Kegel. Jeder einzelne Gegner, der sich in diesem Kegel befindet, erhöht unseren Schaden prozentual. Bei 2 Gegnern würde ich 24% mehr Schaden machen, bei 3 Gegnern 36%, bei 4 Gegnern 48% und so steigt das immer weiter hoch. Das Gute daran ist, alle Verbündeten, die sich hinter uns im Kegel befinden, erhalten denselben Schadensbonus, den wir auch haben durch unser Schild. Also ihr seht, in der Feuerwand-Spezialisierung steckt sehr, sehr viel Schaden für unsere Gruppe drin. Das Equipment bei diesem Supporter-Tank sieht folgendermaßen aus. Wir tragen ein Teil Badgertough, haben ein Teil Cesca und 4 Teile vom Set Vara Patriot. Bei 2 Teilen bekommen wir schon 30% Munitionskapazität, bei 3 Teilen 30% Magazingröße und bei 4 Teilen die Buffs Rot, Weiß und Blau. Alle 2 Sekunden erhalten von ihnen getroffene Gegner eine sich stapelnde Schwächung aus Rot, Weiß und Blau. Rot verstärkt den vom Gegner erlittenen Schaden um 8%. Weiß, getroffene Gegner stellen jede Sekunde 2% der Rüstung des angreifenden Agenten wieder her. Und Blau verringert den durch den Gegner verursachten Schaden um 8%. Die volle Fahne. Gegner, die unter dem Effekt aller 3 Schwächungen sterben, erzeugen eine Explosion in einem Umkreis von 5 Metern, die Schaden in Höhe ihrer Lebensenergie und Rüstung verursacht. Der Schaden der Explosion verringert sich allerdings beim Tod von benannten Gegnern. Wir haben auf unserer Maske Rüstung, kritische Trefferchance und als Mod ebenfalls wieder kritische Trefferchance. Auf unseren Handschuhen haben wir ebenfalls wieder Rüstung, aber diesmal kritischen Trefferschaden. So auch auf unseren Knieschonern, Rüstung und kritischen Trefferschaden. Und auf unserem Holster auch wieder Rüstung und kritischen Trefferschaden. Die Brust ist vom Badgertough und gibt uns 10% Schrotflintenschaden. Hier haben wir auch wieder Rüstung, kritischen Trefferschaden, kritische Trefferchance und als Mod wieder kritischen Trefferschaden. Das Talent auf meiner Brust ist Vorposten. Der Einsatz eines Schildes macht es 5 Sekunden lang unverwundbar und gewährt allen ihren Verbündeten 20 Sekunden lang 45% ihrer Rüstung als Bonusrüstung. Cooldown 25 Sekunden. Dieses Talent ist 20 Sekunden aktiv, der Cooldown beträgt 25 Sekunden. Das heißt, je mehr Rüstung wir haben, umso mehr Bonusrüstung bekommen unsere Verbündete. Dieses Talent ist besonders praktisch, wenn man zum Beispiel Teammitglieder in der Gruppe hat, die mit dem Talent einschüchternd auf der Brust spielen, welches sich nur aktiviert, wenn man Bonusrüstung hat. Man kann aber auch alternativ eine Bärtierchenbrust anziehen. Diese hat ebenfalls Rüstungspunkte und das Talent Adaptive Nanoblattierung. Hier sorgen wir quasi dafür, dass das gesamte Team über das Talent Unbreakable verfügt. Jeder einzelne Verbündete hat eine Cooldown-Zeit von 45 Sekunden.
Immer wenn ihr oder die Rüstung eines Verbündeten bricht, gewinnt er 10 Sekunden lang 80% ihrer Rüstung als Bonusrüstung. Meine Empfehlung ist allerdings der Vorposten. Sofern ihr den habt, solltet ihr diesen auch nutzen, weil wir den öfter einsetzen können und somit logischerweise mehr von unserer Bonusrüstung haben. Auf unserem Rucksack haben wir Waffenschaden, kritischen Trefferschaden, kritische Trefferchance und als Mod ebenfalls wieder kritische Trefferchance. Der Rucksack von BadgerTough bietet uns 10% Chance auf kritische Treffer. Hier tragen wir das Talent opportunistisch. Gegner, die von ihnen mit Schrotflinten und Scharfschützengewehren getroffen werden, nehmen 5 Sekunden lang 10% mehr Schaden aus allen Quellen. Da wir die Scorpio als Hauptwaffe haben, ist dieses Talent optimal geeignet, um den Schaden unserer Gruppe nochmal zu erhöhen. Erfordert ein gezogenes Scharfschützengewehr oder eine gezogene Schrotflinte. Unsere Hauptwaffe ist wie eben erwähnt die Scorpio. Sie hat als Mod 10% Chance auf kritische Treffer. Wir haben an der Mündung 10% Stabilität, an der Unterlaufschiene 10% Waffenhandling und als Magazin nochmal 10% Nachladetempo. Die Scorpio hat 130 Schuss pro Minute und mit dem True Patriot Set 9 Kugeln im Magazin. Wenn man die Kugel im Lauf dazu zählt, also ein volles Magazin nochmal nachlädt, dann sind es sogar 10 Patronen, die man verschießen kann. Schrotflintenschaden, Rüstungsschaden und Schaden durch kritische Treffer. Das Talent auf der Scorpio ist septischer Schock. Durch das Treffen des Gegners kommt sich stapelndes Gift zum Einsatz, das 10 Sekunden lang wirkt. Je mehr Stapel, desto mehr schwere Schwächungen erleidet das Ziel. Bei einem Treffer Gift, bei 3 Treffern verschwommene Sicht, bei 6 Treffern Schock und bei 7 Treffern das Ziel nimmt zusätzlich 20% mehr Schaden, egal welchen Ursprungs, es kommen keine weiteren Stapel hinzu. Also ähnlich wie das Talent opportunistisch auf unserem Rucksack, sorgt auch die Scorpio nach 7 Treffern dafür, dass unsere Ziele 20% mehr Schaden aus allen Quellen erleiden. Auch wieder ein sehr, sehr starkes Talent, um den Schaden unserer Gruppe zu erhöhen. Als Zweitwaffe habe ich eine Carbine 7. Hier habe ich 3-mal kritische Trefferchance als Mod drauf und einmal das erweiterte Magazin mit 20 zusätzlichen Patronen. Hier haben wir minus 10% Nachladetempo, aber da wir das Talent flinke Hände auf unserer Carbine 7 spielen, das unser Nachladetempo enorm erhöht, je mehr kritische Treffer wir landen, spielt diese minus 10% Nachladetempo als Mod auf unserem Magazin überhaupt keine Rolle mehr. Wir haben 790 Schuss pro Minute und mit dem True Patriot Set 65 Patronen im Magazin. Sturmgewehrschaden, Lebensenergieschaden und, wenn möglich, Schaden gegen ungedeckte Ziele auf der Waffe. Unsere Werte mit diesem Set sehen folgendermaßen aus. Wir haben 744.664 Waffenschaden mit unserer Scorpio, 60% kritische Trefferchance und 127% kritischen Trefferschaden. Das bei 1,7 Millionen Rüstung. Also ihr seht, trotz dessen, dass wir so stabil sind bzw. tanky, haben wir dennoch solide Schadenswerte. Als Schild nutzen wir das Stürmerschild, das wir durch die Feuerwandspezialisierung bekommen. Hier haben wir 2 Mods, die wir auch durch die Feuerwandspezialisierung bekommen. Einmal 8% Schildlebensenergie und 8% Aktivregeneration. Ebenfalls noch 5% Schadensbonus pro Gegner, der sich vor uns im Kegel befindet. Da wir 5-mal Rüstung auf unseren Ausrüstungsgegenständen tragen, ist dieses Schild auf Rang 5. Hier haben wir 50% Aktivregeneration, 200% Schildlebensenergie, 25% Regeneration im Holster und nochmal plus 1,8% Stärkungsgrad des Schadensbonuses, das wir bekommen, wenn sich ein Gegner vor uns im Kegel befindet. Wir bekommen 12% Schaden pro Gegner, der vor uns steht. Bei 2 Gegnern 24%, bei 3 Gegnern logischerweise 36% und so weiter stapelt sich das dann immer. Das zweite Talent, das ist euch überlassen. Ich nutze sehr gerne den Köder, denn damit kann man Gegnern kurzzeitig von sich ablenken und hat so mehr Zeit oder gibt dem Schild zum Beispiel mehr Zeit, sich wieder zu regenerieren. Man hat Zeit, in Deckung zu gehen, ein Medkit zu nutzen oder sich eine neue Position zu suchen. Den Köder finde ich generell sehr, sehr praktisch. Probiert ihn am besten selbst mal aus. Fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen, um wie viel Prozent wir den Schaden, den unsere Gegner erleiden, erhöhen können. Wir haben durch das Set Wahrer Patriot 8%, durch das Talent auf unserem Rucksack opportunistisch 10%
und durch die Scorpio nochmal 20%, nachdem wir den Gegner 7-mal getroffen haben. Da wir die Feuerwand-Spezialisierung spielen, erleiden alle Gegner, die sich in 10 Metern Reichweite zu uns befinden, nochmal 10% mehr Schaden von unseren Verbündeten. Das macht insgesamt 48% mehr Schaden, den unsere Gegner erleiden, nur durch unser Bild. Jetzt dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, da wir das Stürmerschild haben, das wir durch die Feuerwand-Spezialisierung bekommen, wird der Schaden, den wir verursachen, für jeden Gegner, der sich vor uns im Kegel befindet, um 12% erhöht. Alle Verbündeten, die sich hinter uns befinden, bekommen denselben Schadensbonus, den wir auch haben. Ihr seht, dass ihr mit diesem Bild enorm viel Schadensbonus für eure Gruppe rausholen könnt und auch noch weitere Supports habt, wie zum Beispiel den Vorposten oder die weiteren Talente bzw. Weiß- und Blau-Buff unseres wahren Patriotensets. Baut dieses Bild am besten mal nach. Ich garantiere euch, es macht sehr viel Spaß damit zu spielen. Ich alleine habe Kapitol solo damit bis zum Boss absolviert. Ich hoffe, ihr macht damit dieselben Erfahrungen wie ich, weil ich spiele es sehr, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ja, dann dürft ihr mir auch gerne ein Like dalassen. Und falls ihr in Zukunft weitere Division 2 Build Guides haben möchtet, dürft ihr den Kanal natürlich auch abonnieren. Das war's von mir. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Spiel, guten Loot und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Gouken. Bleiben Sie beim Modul und überwachen Sie die nächste Reset-Sequenz. Einrichtungen vor Ort wurden zurückgesetzt. Links, Sticker rechts. Agent ab Bord. Ein Agent braucht Unterstützung. Der einen Scheiß von hier. Schwere Verwundung entdeckt. Er ist fertig. Systemfehlfunktion. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. System reaktiviert. Tango ist noch aktiv.